Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Ich freue mich wie immer, dass ihr alle mit dabei seid. Ich habe heute 3 Themen für euch. Zum einen müssen wir jetzt erstmal einen Dumper holen, ein bisschen Holz laden. Danach würde ich gerne mit euch die Heckscheibe einbauen. Und wenn da noch ein bisschen Zeit ist, dann kümmern wir uns noch um ein klein bisschen Lehmputz oben im Arbeitszimmer. Es hat ein bisschen gedauert und ich habe tatsächlich noch gar nicht reingeguckt. Von daher könnte es sein, dass das mit der Scheibe eine schnelle Nummer wird. Ich habe schon gesehen, so ein paar Ditchen hat hier der Karton, aber die sieht gut verpackt aus und vor allen Dingen muss sie natürlich passen. Das kann ich natürlich nur rausfinden, indem wir das Ding auspacken. Bevor ich jetzt mit der Scheibe anfange, würde ich mir aber jetzt noch mal unseren Dumper holen, denn es wird ja immer kälter jetzt nachts und die Wasserkraft, die ist momentan so ein bisschen, sage ich mal, die versorgt das Haus elektrisch, aber an Heizen ist momentan nicht so richtig dolle zu denken. Wir sind momentan so bei 2 kW. Mit einer Wärmepumpe wird es vielleicht anders aussehen, von daher, das wird nochmal eine Option werden. Aber solange die nicht da ist, muss ich den Holzvergaser anschüren und der braucht dafür Holz. Ich habe zwar hier noch eine Menge an der Wand aufgestapelt, das möchte ich mir aber für die richtig dunklen, richtig kalten, richtig ekligen Tage noch ein bisschen vorhalten. Außerdem möchte ich da vorne, wo das Holz liegt, noch Platz machen, denn wir haben ja noch einen ganzen Polter Buchenholz, der aufgearbeitet werden muss. Wenn ich da ein bisschen mehr Platz bekomme, dann ist das keine schlechte Sache. Von daher hole ich mir das jetzt erstmal von da vorne weg, packe das in den Dumper rein und dann kann ich mir von da schön in den Holzvergaser schaufeln. Kurze Wege und warmes Haus. Ja, wie ihr seht, habe ich hier noch 20 Festmeter Buchenholz. Wie ihr auch seht, muss das bald mal aufgemacht werden. Ich habe ja jetzt momentan noch die Baustelle oben im Arbeitszimmer, da muss ich mit Lehmputz in der Bude rumschmieren und dadurch hole ich mir eine Menge Feuchtigkeit in die Wohnräume rein. Ich möchte gern jetzt, wo die Temperaturen vielleicht doch noch mal 15, 18 Grad am Tag erreichen können, die Chance nutzen, den Lehmputz fertig zu machen, damit ich ja die Fenster aufmachen kann und da mal richtig schön durchlüften, damit die Feuchtigkeit da rausgeht. Wandheizung an und dann schön das Wasser aus den Wänden rausheizen. Deswegen spare ich mir das mit dem Buchenholz noch ein bisschen auf. Ich sehe auch zu, dass ich mir hier diesen Polter, den ich hier liegen habe, jetzt noch ein bisschen wegarbeite. Denn das ist jetzt potenzielle Holzlagerfläche, die frei wird. Das heißt, alles, was ich hier wegräume und dann schon mal nach vorne fahren kann, das gibt wieder Raum für das Holz, was hier drüben liegt. Und ihr wisst ja, beim Holzmachen sind kurze Wege essentiell. Das heißt also, alles, was ich von hier nicht irgendwo anders noch hinfahren muss, das ist ein echter Zeitvorteil. Und die Idee ist, das hier noch ziemlich zu verbrauchen. Erstmal noch ein bisschen ja, den Haufen schrumpfen zu lassen, dass der nächste Haufen, den ich aufsetze, dass ich den hier vorne voraufsetzen kann. So ein bisschen Luft zwischen altem und neuen Holz. Dann mache ich hier den vielleicht auch ein bisschen höher. Und dann kann ich hier vorne spalten und hier gleich aufsetzen. Kurze Wege und viel weniger Arbeit. So, haben wir wieder 1,5, 2 Raummeter drauf und wieder 1,5, 2 Raummeter Luft hier vorne für unser neues Holz. Jetzt bringe ich das noch schnell in die Durchfahrt und dann kümmern wir uns um die Heckscheibe. So Lieben, das war der erste Streich. Hier hole ich es mir dann vom Dumper runter, hier kommt man besser dran. Die Haufen habe ich relativ hoch gestapelt. Pack mir das dann da auf den Schubkarren und fahre es von da aus dann bei uns in den Heizungskeller. Die Videos ja länger kennen, die wissen, direkt da hinter der Tür ist der Heizungskeller, wo der Holzvergaserkessel steht. Das heißt, kann ich mir hier einfach vollladen. Eine Ofenladung reicht uns momentan so für etwa 2 Tage. Das heißt, da kommen wir weit bis in November mit dem Holz, was jetzt auf dem Dumper liegt. Und
Mit ein bisschen Glück, wenn die Temperaturen nicht gar so kalt werden, dann wahrscheinlich sogar noch durch den ganzen November. Und das Holz hier, was hier gestapelt ist, wenn ich nur das jetzt nutzen würde, würden wir wahrscheinlich bis im Februar reinkommen. Aber wie gesagt, ich möchte gerne da vorne noch ein bisschen Platz schaffen, deswegen mache ich hier immer einen Dumper voll, verbrauche das, hole mir den nächsten Dumper. So, hier bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich bin ja ein Freund von Maßzeichnungen. Hier gab es leider keine Maßzeichnungen dabei, nur den Schleppertyp. Von daher hoffe ich jetzt mal, dass es passt. Aber das erfahrt ihr jetzt aus erster Hand. Also 150 € hat mich jetzt mein kleines Missgestick gekostet. Ich hatte ja überlegt, so aus Makrolon zu bauen, die Scheibe. Ihr habt mir geschrieben, die einen haben geschrieben, mach's aus Makrolon, ist eine gute Sache. Und die meinen Kanal schon länger kennen, die wissen, dass ich das bei meinem John Deere Schlepper schon mal genauso gemacht habe. War damit auch ehrlich gesagt sehr zufrieden. Ich habe das bei meinem Bagger auch gemacht. Das heißt, mein Bagger, der hat komplett Nachbauscheiben, die ich ihm verpasst habe. Oh, schön verpackt ist ja, ne? So eine schöne Scheibe. Ich muss sagen, vom ersten Gucken her sieht es gar nicht so schlecht aus. Sehr schön verpackt. Sehr schön verpackt. Ja. Mal mit dem Ratschekasten werde ich schon ziemlich weit kommen. So wie ich gesehen habe, sind Imbus und ja, das könnte 13er, irgendwie sowas, vielleicht auch 15er, hoffe nicht, naja, egal. Sechskantschrauben sein, die da verbaut sind. Und ja, mal gucken, vielleicht würde ich erstmal das oben erstmal alle Schrauben rausmachen, an die Seite legen und dann oben die Scharniere zuerst einbauen und dann irgendwie versuchen, das Gestell von hinten so ein bisschen reinzuziehen. Schrauben wieder rein, gucken, dass ich die Scherben noch ein bisschen aufgefangen habe. Kriege die da noch in den Halterungen hängen und dann sollte es vielleicht, wenn ihr mir die Daumen anständig drückt, eine schnelle Nummer werden. So, ich habe jetzt alle Schrauben raus. Ja, im Endeffekt sah das so aus. Da ist eine Schraube, Sechskantschraube mit Unterlegscheibe und dann ist hier nochmal so ein eine Distanzhülse dabei. Und die Distanzhülse, die steckt jetzt in so einem kleinen Gummi drin. Und ja, das sollte wahrscheinlich den Druck von der Scheibe nehmen. Und diese Gummitülle, die kommt jetzt in die Scheibe, in die neue Scheibe rein. Und dann muss ich von außen nur die Schraube mit Distanzhülse und Scheibe durch die Gummitülle durchbringen, anschrauben, dann zieht sich das ein bisschen zusammen und die Scheibe ist schön Schwinggummi puffert gelagert und ja, wenn ich sie runterschmeiße, dann und sie passt, dann sollte eigentlich das nicht so sehr kompliziert sein. So, ich habe jetzt den Scheibenrahmen abgebaut und würde die jetzt erstmal wieder hiermit verschrauben wollen. Und dann ganz zum Schluss hatte ich mir gedacht, hänge ich oben die Scharniere ein und fertig.
So ihr Lieben, Gott sei Dank hat alles geklappt, hat alles gepasst. Ohne meine Frau wäre ich ziemlich verratzt gewesen. Denn hier oben das Gestänge, das hatte sich irgendwie so ein bisschen verzogen, als ich es auseinandergeschraubt habe. Ich habe schon beim Auseinanderschrauben gemerkt, dass da irgendwie Spannung drauf ist. Und ja, jetzt hat sie von innen dann Spanngurt drum gemacht, zusammengezogen. Und dann konnten wir gemeinschaftlich hier die Scheibe einfädeln und anschrauben. So, wie man sieht, alles wie gehabt. Hier dieser Schnepper, der schneppert nicht ein. Ist ein bisschen komisch, aber keine Ahnung. Der hat wahrscheinlich vorher auch schon nicht eingeschneppert, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, jetzt hat der Hubi wieder eine Heckscheibe. Euch nochmal vielen, vielen Dank für die tollen Kommentare und wie ihr euch dafür eingesetzt habt und mir Links geschickt habt und ja, eure Meinung bezüglich Makrolon und richtige Scheibe in die Kommentare geschrieben habt. Finde ich immer richtig klasse. So stelle ich mir das vor. Richtig cool. Da waren aber coole Angebote dabei. Hubi, ich bestelle dir eine Scheibe mit und sowas. Aber ich hatte dann eine Scheibe gefunden. Das Blöde ist halt, das waren hier diese, wo diese Löcher jetzt durchgehen. Ich komme aus der Technik, weißt du, ich hätte gerne eine Zeichnung, dann kann ich messen und kann gucken, ob die Scheibe passt. Wenn mir da einer draufschreibt, passt für 1004, was weiß ich, wie viele Modelle noch, dann kann das sein, dass der recht hat, aber der Mensch ist ja auch nur Summe seiner Erfahrungen und meine Erfahrung ist eben die, dass Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne? Aber hat ja alles super funktioniert, Scheibe ist wieder drin, 150 € gut, ist jetzt kein Geschenk, aber ich hatte mit deutlich mehr gerechnet. Blöd ist natürlich, dass ich mir jetzt mehr Makrolon-Scheibe noch gekauft habe, aber da habe ich schon mit meinem Vater gesprochen, der hat ja auch keine Heckscheibe hinten in seinem Schlepper drin und er hatte schon ein paar Mal überlegt, eine nachzurüsten und da würde sich natürlich so eine Makrolon-Scheibe anbieten. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte sie ihm schon mitgeben. Er war ja erstmal nicht so wahnsinnig begeistert von. Das ist natürlich auch schon noch ein bisschen Arbeit, muss irgendwie die Scharniere da reinpacken, hier müssen dann die Stoßdämpfer dran, muss ja irgendwie einen Griff und eine Verriegelung dran bauen und so. Und er meinte, so richtig dolle wichtig wäre so eine Heckscheibe nicht. Aber ich persönlich finde das richtig geil. Und es macht halt hier beim Schlepperfahren unheimlich viel an der Lautstärke aus. Ne? Erstmal ist die Kabine beheizt und ohne Heckscheibe ist nichts beheizt. Dann, wenn ich den jetzt hier draußen stehen lasse, damit er hier als Bauaufzug dienen kann und es dann irgendwie richtig reinregnet, also der ganze Sitz nass und so, ist die Kabine geschlossen. Das ist eine ordentliche Schalldämmung und eben, wenn man mal eine längere Strecke im Winter damit fährt, dann wird die Bude auch warm. Aber eigentlich hauptsächlich ist es ein Schallfaktor. Wenn die Scheibe offen ist, ist 10-mal lauter hier drin, als wenn die Scheibe zu ist. Also wenn die Scheibe offen ist, dann müsste ich eigentlich mit Gehörschutz fahren. Wenn die Scheibe zu ist, dann ist was wie im Auto. Also er ist gut gedämmt, gut schallgedämmt, aber eben ohne die Heckscheibe nichts. Ja. Jetzt, wenn ich den Heckstapler dran habe, dann muss ich mir einfach daran gewöhnen, dass ich das Ding hier zulasse. Und wenn sie tatsächlich noch mal kaputt geht, dann weiß ich jetzt, wo ich eine neue herbekomme und dass sie doch auch für nicht allzu großes Geld ersetzbar ist. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, gerade wenn du so einen alten Schlepper hast, dann machst du so eine Scheibe kaputt und dann gibt es keine mehr oder so. Das wäre richtig ätzend gewesen. Aber so, alles schicki und auch mit E-Nummer und Zulassung und ja, dürfte es auch beim TÜV keine Probleme geben. Von daher, zweite Thema gelöst.
dann kommen wir jetzt zu unserer dritten Aufgabe des Tages. Nachdem wir 2 Dinge jetzt schon super gelöst haben, da bin ich echt happy, machen wir uns jetzt an Lehmputz, aber dafür muss ich mich erst noch mal ein bisschen umziehen. So, dann sind wir zurück in der Baustelle. Da hatten wir ja letzte Woche schon gut angefangen, will ich mal sagen. Ich hatte auch noch mal alles erklärt, was es hier mit dem Raum auf sich hat, was so die nächsten Schritte sind und was wir jetzt planen und vorhaben und wie diese einzelnen Realisierungsschritte aussehen sollen. Den Heckstapler habe ich mir ja hier als Bauaufzug vorgestellt. Das funktioniert auch soweit gut. Wir haben beim letzten Mal angefangen, hier den Raum mit Feinputz zu verputzen. Da würde ich heute gern weitermachen. In der letzten Folge haben wir uns hier um die Fachwerkwand gekümmert und sind wir so ungefähr bis hier hingekommen. Dann unter der Woche habe ich jetzt hier mit der Außenwand weitergemacht und auch hier das erste Fenstergewand geputzt. Die Seite fertiggestellt, das Fenster fertig gemacht. Hier weitergemacht, das Fenster fertig gemacht, die Ecke, das Fenster. Das heißt jetzt in Summe 4 Fenster erledigt. Bleiben jetzt noch die 3 und hier hinten noch so ein Stück Wand. Wie gesagt, habe ich beim letzten Mal alles erklärt. Deswegen würde ich mir jetzt Speis aus dem Fass holen und erstmal ein bisschen weitermachen.
So, damit wäre jetzt auch Tagesaufgabe Nummer 3 gelöst. Ich habe jetzt die ganze Wand fertig verputzt. Ja, die Fenster, die machen natürlich immer ziemlich viel Arbeit bzw. ziemlich viel Detailarbeit. So eine Fläche ist schnell verputzt, aber die ganzen Rundungen so am Fenster, und das soll ja auch dann ein bisschen vernünftig aussehen, das ist schon viel Fuckelei und Detailarbeit. Aber ja, wenn alles fertig ist, dann kann sich das mit Sicherheit sehen lassen. Von daher lohnt sich das auch, da ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Ach, ich bin ganz happy, dass das hier so gut vorangeht. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich noch viel Arbeit. Ich mache jetzt immer so, habe ich letzte Woche auch schon gemacht, immer mal so ein bisschen abends nebenbei. Und wenn man nur mal eine Stunde dran ist, dann ist man in 5 Tagen schon mal 5 Stunden weiter. Meistens bin ich natürlich länger dran. Und ja, das ist auch ganz schön, wenn man das Verputzen da den ganzen Tag nur macht, dann fallen einem irgendwann die Arme ab, gerade wenn es jetzt hier oben an die Decke geht. Deswegen teile ich mir das immer in so kleine Bereiche ein und mache das dann nach und nach. Und ja, wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hat und dann vielleicht den ganzen Tag noch im Büro gesessen hat, dann ist man auch ganz froh, wenn man hier mal eine Stunde oder 2 mal ein bisschen abschalten kann. Das mit dem Aufzug, das funktioniert ja total gut. Das heißt, ich muss den Speis ja auch gar nicht, beziehungsweise den Feinputz gar nicht aufarbeiten. Ich lasse das Fenster jetzt auch nachts offen, damit das hier so ein bisschen die Feuchtigkeit rauskommen kann. Und dann kann ich einfach herkommen, ziehe mir meine dreckigen Klamotten an, schmiere mal ein bisschen Matsch an die Wand. Und dann gehe ich duschen, dann lohnt sich es auch wenigstens. Ja. Mein Tagewerk für heute ist getan. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr fandet es auch ein bisschen spannend. Ich bin happy, dass das Holz jetzt unter Dach ist, dass die Scheibe gepasst hat und eingebaut ist und ich hier an der Baustelle auch noch ein bisschen weitergekommen bin. Von daher würde ich mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein würdet, und wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut, ciao. Tschüss.